Einen besinnlichen 23. Dezember 2021. Herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Du befindest dich mittendrin in meinem kreativen Adventskalender. Jeden Abend im Advent zeige ich dir eine sternige Bastelidee, die du fast immer schnell nachbasteln kannst. Und anschließend gibt es die Sterne des Tages aus unserem Sternenpost-Adventskalender. Jetzt befinden wir uns langsam auf der Zielgerade. Wir haben den Endspurt. Ich habe noch mal eine Box, mein Adventskalender. Da sind immer Bastelsachen drin. Okay, das werden wir heute noch verbasteln. Auch diese Box, diese Würfelbox aus 2 Papierstreifen, gehört in meine Reihe 24 Adventskalenderboxen. Die verlinke ich dir hier gleich, da oben beim i. Oh, beim i, genau. Jo, und was habe ich mir für heute überlegt? Steht noch ganz viel auf dem Zettel, aber 24 Tage sind 24. Für morgen, das steht auch schon fest. Aber heute gibt es nochmal eine Lichtidee. Und zwar habe ich hier schon mal vorbereitet zum Anschauen ein Windlicht. Die Idee dahinter ist eigentlich, dass man alte Gläser nimmt, leere Gläser, die schön abwischt, das Etikett entfernt und dann eine Banderole aus Pergament drum bastelt und die gestaltet. Ja, das ist mein Licht. Jetzt machen wir das Ganze nochmal mit Licht. Das ist ja ein Licht. Ja. Mit weniger Licht. Drehen wir mal schön. Ich glaube, es geht auch noch mehr Licht. Das leuchtet immer ganz schön hier, diese kleinen elektrischen. Genau, so sind die Effekte und ich glaube, das sieht sehr nett auf dem Tisch aus. Ich habe dabei 2 Techniken verwendet. Das eine ist die Alkoholtechnik. Ich schon mal gezeigt. Und zwar mit den Schildis. Das sind so diese Effekte. Und die Schildkröte. Hier eine Lesezeichenkarte. So auf. Kann man auch unterschiedlich gestalten. Das ist alles eine Technik, aber eben ganz verschiedene Ergebnisse. Ja, kann ich nur empfehlen. Einfach mal ausprobieren. Und ich verwende diese Technik, wie gesagt, heute für mein Windlicht. Und dazu wird embossed. Den wir hier schon ein paar Mal einen Technikzusammenbruch hatten, embosse ich nur bis zur Hälfte. Also ich zeige, wie es geht und den Rest siehst du ja dann an den fertigen Produkten. So, für die Alkoholtechnik brauche ich eine Unterlage, habe ich hier schon mal vorbereitet. Hier die Teile lege ich beiseite. Meinen Tee lasse ich da stehen, den werde ich heute nicht trinken. Hier wird mit Alkohol gearbeitet. Und nicht, dass mir hier irgendwas irgendwo reinkippt oder spritzt, und Alkohol ist gar nicht mein Ding. Genau. Also Isopropanol 99,9%. Man sollte da auch drauf gucken, dass das wirklich hochprozentig ist. Ich habe es mit niedrigerem gar nicht ausprobiert, habe mir aber sagen lassen, funktioniert nicht. Nicht so schön. Okay. Mach deine eigenen Erfahrungen. Wie gesagt, meine Empfehlung ist 99,9% und den habe ich nur online kaufen können. Alkohol ist klar, hochprozentig ist auch klar, Finger weg. Kinder weit weg, schön hochstellen, nicht trinken, nicht in die Augen. Hände muss man gucken, wie empfindlich man ist. Ja, ausführlich habe ich das in dem Video erklärt, das verlinke ich dir auch, da bei dem i, genau. Mal die Stelle merken, an welcher Stelle, okay, gemerkt. Dann nehme ich die Stampin' Blends, warum? Weil die sind auf Alkoholbasis. Dann habe ich so einen Stampin' Spritzer, ich kann auch sagen Stampin' Spritzer, das ist auch lustig. Genau, da habe ich Alkohol reingefüllt und habe das natürlich auch draufgeschrieben, dass das sich nicht mit Wasser vermischt. Und hier habe ich diese Pinsel, Aquarell, ich komme nicht auf den Namen, du weißt, Wassertankpinsel. Genau, den verwende ich auch, ein Trinkstäbchen. Ja, und das reicht eigentlich. Ich fange an, mein Blatt einzufärben. Es soll so ein bisschen adventlich, weihnachtlich werden. Also ich arbeite mit dem Papaya. Mache da einfach so Schraffuren drauf und dann habe ich Chili dazu. Dann nehme ich das helle und das dunkle. Das wird einfach ein bisschen fleckig. Also es ist auch wieder so eine Technik, wo ich finde, da kann man dann gar nicht aufhören, weil das einfach ziemlich viel Fets macht und man unterschiedliche Sachen ausprobieren kann. Musst du auch merken beim Arbeiten, den richtigen Moment zu finden, wo man aufhört, ist immer gar nicht so ohne. Dann nehme ich das Celadon, dann nehme ich das helle in dem Fall, genau. Und dunkle, weil wir jetzt hier auf das Pergament malen, sitzt die Farbe wirklich oben auf. Das bedeutet, die können sich schon auch vermischen. Ja, da würde ich empfehlen, passen ein bisschen mit den Pinselspitzen auf.
Das ist kein Drama und das ist auch schnell wieder abgemalt, aber du musst ja nicht am Rot zu viel Grün haben oder andersrum. Oder die helle Farbe, hier das Papaya, muss ja auch nicht ganz bunt vermischt sein. So, gut, das war's. Und jetzt zeige ich dir die unterschiedlichen Effekte. Das legen wir mal beiseite. Wir können einmal mit dem Alkohol, mit dem Wassertankpinsel, mit der Pinselspitze vorne einfach vermalen. Siehst, das fängt an zu laufen, weil es ist ja reiner Alkohol drin, also gut wie rein. Und dann läuft das ineinander. Das ist der eine Effekt. Das kann man auch wunderbar schön machen. Mal gucken, dass wir das Helle uns nicht ganz übermalen und verschwinden lassen. So, das ist ein schöner Effekt. Da unten könnte ich noch weitermachen. Aber ich gehe schon mal auf den nächsten Effekt. Und zwar gehe ich jetzt hier mit dem Spritzer drauf. Und du siehst, da gibt es dann schon richtig, da geht was los. Sache ist, du könntest das Papier ankleben. Dieser Effekt ist eigentlich ganz nett, wie das hier unten so ineinander läuft. Und das kann man antrocknen lassen und dann auch wieder neu überarbeiten, solange genug Farbe drauf ist. Du könntest sogar weitere Farbe auftragen. So. Ja, ich finde das einen recht witzigen Effekt. Wenn du siehst, die Kanten sind hier noch zu fest, verlaufen nicht. Wart einfach ab, kann man zum einen sagen, zum anderen. Siehst du, wie ich mich hier anstrenge und mit dem Trinkstäbchen arbeite? Dann könntest du es auch bewegen, weil es läuft natürlich auch. Und du könntest auch ganz zum Schluss, wenn es so fast trocken ist, mit der Pinpette, das macht sich jetzt natürlich schlecht, aber wenn es so, nee, so rum geht das nicht. Es geht so, pass auf. Ach, jetzt zeige ich das doch alles. Mal klecker ich, ist klar. Ah. Es ist auch Alkohol im Schälchen gelandet. Ich ziehe das in der Pipette hoch und tropfe das jetzt hier nochmal drauf. Und je weniger ich drauf tropfe, umso lustigere Kreise entstehen. So, jetzt ist einfach ziemlich viel drauf. Man könnte es abtupfen, man könnte mit dem Föhn arbeiten, mit dem Gebläse, Embossing. Eisgebläse geht auch. Du siehst, wie schön das läuft und dann kannst du wieder von vorne anfangen und reinspritzen. Ja, also da spiel einfach mal schön rum. Kein Thema. Viel Freude. Ich räume das mal beiseite, weil das muss jetzt trocknen. Also man könnte es jetzt auch wieder föhnen, aber ich lege es unten auf den Boden. Wir kommen zur Kategorie, ich habe da schon mal was vorbereitet. Und das ist mein fertiges. So. Und jetzt würde ich dir zeigen, wie ich das embosse. Ganz einfache Sache. Wichtig, dass es überall trocken ist. Dann habe ich mir aus dem Stempelset Christmas Season, schön Englisch gesagt, ne? 4 Elemente hier drauf gesetzt. Warum 4? Weil du weißt ja, wir sparen immer mal ein bisschen Zeit. Und jetzt gehe ich hier unten die Kante lang und setze das einfach der Reihe nach immer wieder an die Kante. Das kannst du natürlich auch anders machen, ne? Beim ersten habe ich das einzeln gemacht und schön sparfuchsmäßig. Genau, das würde ich auf der anderen Seite auch machen. Auf der anderen Seite mache ich das später. Ich will dir ja nur den Effekt zeigen, weil ich hier den Föhn gerade nicht starten kann. Dann würde eine der Kameras zusammenbrechen. Will ja kein Mensch. Fangen wir nämlich wieder von vorne an. Okay, Embossing ist ja eigentlich schon so bekannt, dass du sagst, was zeigt sie das überhaupt noch? Zeigt es aber trotzdem. So, du siehst, wenn es gut trocken ist, dann hält es eben wirklich nur auf den Stempeln, also auf den Stempel abdrucken. Hier alles schön vollgekippt. So, du siehst an Stellen, wo es eigentlich noch ein bisschen was drauf ist, sammelt sich es eben auch. Ne? Aber das ist nicht dramatisch, weil es gibt so einen feinen Nebel- oder Raureif-Effekt, das ist auch nicht schlimm. Dann puste ich da nochmal, dann kannst du mal gucken, so sieht das jetzt aus. Und wenn es fertig geföhnt und eingeschmolzen ist, dann sieht es so aus. Jetzt, wie gesagt, sitzt es noch oben drauf und hier ist es dann richtig drin. Ja, da siehst du, da hier ist es das Pulver noch und da ist es richtig. Genau. Ja, das habe ich dir gezeigt.
Das lege ich also auch beiseite. Und dann stellst du dir einfach vor, wie ich jetzt mit meinem Föhn das hier die ganze Zeit eingeföhnt habe, bis es eben diesen festen Effekt hat. Ja, und dann habe ich mein, das ganze Pulver wegmachen, mein Element genommen und habe mit doppelseitigem Abreißklebeband oben eine Kante gesetzt. Jetzt nochmal zur Größe deines Pergamentpapiers zum Anfang. Also ich habe jetzt hier so ganz einfache Gläser, die sind fast senkrecht, also fast zylindrisch, glaube ich, ist das richtige Wort. Zylinderförmig, genau. Wenn sie so ein bisschen schräg sind, musst du ein bisschen ausmitteln. Das ist fast so, deswegen habe ich die oben angeklebt und unten sitzen sie locker. Das geht hier so. Und du misst einfach die Flächen aus, die gerade sind. Einmal in der Höhe und dann einmal ringsrum. Genau, und daraus schneidest du dein Papier zurecht. So, dann wie gesagt, doppelseitiges Abreißklebeband auf das Pergament und hier ringsrum geklebt. Hinten senkrecht abwärts. Jetzt zeige ich es nochmal. Ich finde, das geht damit am besten zu kleben. Weil man sieht schon was, aber man sieht wenig. Und irgendwo muss ja eine Schnittkante sein und oben siehst du es eigentlich nicht. Da ist das Band verschwunden. Notfalls könntest du eine Schleife draufsetzen. Jetzt kommen wir zu den Elementen, die ich hier habe. Was habe ich? Einmal diese Schleife. Kann man auch oben hinsetzen. Und ich würde jetzt mal einfach noch, um noch was zu machen, ne, das doppelseitige Abreißklebeband hier auf meine Streifen auftragen. Das sind aus Lodengrün. Einfach 2 Streifen geschnitten und einen nehme ich jetzt in jedem Fall. Der ist etwas breiter als 6 mm, weil das Band ist 6 mm. Und dann ziehe ich die Schutzfolie ab. Fummel ich erstmal wieder ein bisschen. Auch schön. Ja, Sterne des Tages gibt es gleich. Jetzt wird es auch langsam. Ja, da kommt nicht mehr viel. Heute und morgen noch. So, und jetzt könnten wir gucken. Hier oben. Hier ist die Schnittkante, setze ich ein bisschen tiefer, so als ob das Ganze hier einfach schön festgebunden wäre. Die ganzen Blätter sind einmal unter dem grünen Streifen gebunden, fixiert. Ja, gibt das Ganze nochmal ein extra Element. Kann man machen, muss man nicht. Aber wäre nochmal eine Idee und auch da könnte man wieder was draufsetzen. Ja. Und dann unten auch noch hinsetzen. Eine Verbindung miteinander. Ja, dann kannst du natürlich auch noch was dranhängen. Alles, wozu du lustig bist. Und was dir Freude macht. Ja, das war meine Idee für heute. Ist euch klar, dass es ziemlich warm unter der Mütze ist? Ja, mache ich nur für euch. Ob ich die morgen auf habe, ich weiß es nicht. So, jetzt packe ich mal das Alkoholzubehör beiseite. Arbeitstisch ist trocken. Jetzt kommt der Afrika-Kalender und die Sterne des Tages. Afrika-Kalender ist jetzt wirklich fast leer und Sterne des Tages, meine große Logistikbox, ist auch so gut wie gleich leer. So, und so. So haben wir das, aber erstmal der Afrika-Kalender. Hier ein Zettel und den letzten heben wir uns für morgen auf. Das Röllchen aufmachen, mal sehen, was die Cordula hier eingepackt hat. Es gibt nochmal eine Geschichte, ein Märchen aus Südafrika. Okay, dann lese ich mal vor. Die Lehren des alten Mannes. Ein alter Mann, dessen Tage zu Ende gingen, rief seine 7 Söhne zusammen, um ihnen seine letzten Lehren mitzuteilen. Als alle beisammen waren, ermahnte er sie, sich niemals im Leben zu trennen. Vom Ältesten forderte er: Bring mir ein Bund aus 7 Stöcken. Als der Sohn damit wiederkam, hieß ihn der Alte, es zu zerbrechen, ohne es auseinanderzunehmen. Aber die Stöcke waren für ihn zu stark. Da sagte der alte Mann: Jetzt binde es auf und zerbrich die Stöcke eine nach dem anderen. Der Sohn gehorchte und die Stöcke zerbrachen. Nun sprach der Alte zu seinen Söhnen: Meine Kinder, wenn ihr zusammenlebt und arbeitet, vereint wie dieses Bund Stöcke, vermag euch nichts auf der Welt Schaden zuzufügen. Trennt ihr euch aber, werdet ihr zerbrechen, wie diese Stöcke. Ja, eine Lehre, eine Weisheit, ein Märchen aus dem Afrika-Kalender. So, das mal schön hinlegen.
so ein Stempelkissen, das hilft uns auch. Jetzt schauen wir mal zu den Sternen des Tages. Wir haben, das hätte ich nicht gedacht, darum muss man diese Flasche hier zur Hilfe nehmen. Ja, wir haben heute reale Post vor Augen von Lydia, von Antje und von Sigi. Und heute ist nochmal so ein Tag, wo wir einen Ersatz brauchten. Und zwar hat eine der Mädels ganz fleißig gebastelt, zu mir geschickt, es kam nicht an. Wir haben immer noch darauf gewartet, dass es kommt. Und dann hat sie gesagt, dann bastel ich es nochmal. Und das hat sie gebastelt. Es kam an, aber es war einfach zu spät. Wir waren dann schon fertig mit Packen der insgesamt 96 Adventskalender, weil sie ja auch auf die Post mussten und deswegen doppelte Mühe. Deswegen hat sie auch einen Kalender bekommen, und zwar einen von meinen Kalendern. Und ich habe am 23. nochmal Ersatz drin, und das hatten wir schon mal. Also diejenigen, die diesen Kalender haben, da steht dann hier oben die 23 drauf. Da sind 4 Streifen drin. Und dafür gibt es eine Anleitung, ausnahmsweise sich einmal einen Stern selber zu basteln im Sternenpost-Adventskalender. Wenn ihr die Anleitung bei mir noch nicht gefunden habt, die habe ich hier am 7. Dezember gezeigt. Einfach schauen, auch die verlinke ich noch. Ich glaube, einen Platz habe ich noch zu. Genau. So, dann hätten wir aber da liegen von Lydia. Lydia kommt aus Kirchheim und ist ganz neu dabei. Schauen wir mal, was hier für eines Kleines eingepackt ist. Zum Anhängen ein Brief mit einem Stern, ein Sternenbrief. Der ist auch noch mit einem Smiley versehen, klein aber fein. Und auf dem Umschlag glitzert noch ein Stern. Das ist der Beitrag von Lydia. Antje hat schon eine Serie gezeigt. Das war zum Anfang dieser Rosettenstern, den wir auch dann schon nachgebastelt haben, dieser tolle, kleine, eingefaltete. Und das ist der zweite Beitrag, weil sie mich nochmal unterstützt hat. Das ist dieser feine Stern, gefaltet. Und auch den haben wir so schon mal gesehen, aber wieder ganz anders. Und ich habe die Anleitung schon gezeigt. Das ist dieser 5-zackige Stern, wo ich auch gezeigt habe, wie der mit Geldscheinen gefaltet werden kann. Den hatten wir von Heike aus Berlin schon mal gesehen. Das ist der feine Beitrag von Antje aus Brandenburg. Und Sigi aus Marburg, herzliche Grüße nach Marburg, hat in der Kategorie bunt gemischt uns diesen Beitrag geschickt. War ein Stern außen drauf geprägt auf dem Umschlag. Und dann haben wir hier eine Aufstellkarte mit dem Weihnachtsstern. Das ist so eine Schaukelkarte. Das macht sie auch gleich. Seht ihr natürlich nicht, wie ich mich jetzt hier so stundenlang amüsieren könnte. Die schaukelt, ich halte die mal so hoch, dann könnt ihr das besser sehen. Von Herzen wunderbare Weihnachten wünscht Sigi. Sigi hatte mir so eine Überraschung geschickt, und zwar kriegte ich auf einmal einen Blumenstrauß. Habe mich riesig gefreut. Steht immer noch bei mir unten im Wohnzimmer. Weihnachtsstrauß. Und hier steht jetzt ein Gedicht. Die Quelle ist drauf, also sage ich mal die Quelle und lese das mal kurz vor. Und zwar von Ilse Rehse, der Weihnachtsstern. Dein leuchtend Rot bedeutet Liebe, dein warmes Grün lässt hoffen. Und beides passt zur Weihnachtszeit, da bleibt kein Wunsch mehr offen. Das Fest der Liebe soll es sein, danach sollt man auch handeln und alle Kälte dieser Zeit in diese nur verwandeln. Du kleiner Stern sagst mir so viel, strahl jetzt in jede Seele, auf dass es ihr zu keiner Zeit und nie an Hoffnung fehle. Der Weihnachtsstern, Schaukelkarte von Sigi. Ja, das waren die Beiträge für heute. Und meine kreative Idee, das Windlicht. Ja, dann würde ich mal sagen, morgen sehen wir uns, nicht abends, weil da seid ihr beschäftigt. Geschenke auspacken, Festessen, Verwandte, wenn sie da sind, Freunde treffen, telefonieren, besinnlich in Kerzen schauen, die Christfesper angucken, in der Kirche oder im Fernsehen, wie auch immer. Deswegen am Heiligabend, am 24. wird das Video schon um 10 Uhr gezeigt, wenn ich es bis dahin fertig habe. Lasst euch überraschen. Aber ansonsten lohnt es sich am Morgen, am 24. 10 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Das letzte Video aus meiner Reihe kreativer Adventskalender. Heißt so, ne? Richtig. Genau. So, mehr Konzentration ist heute wieder nicht. Also, einen schönen Abend wünsche ich euch und bis morgen. Bis dahin,
Alles Gute für euch, eure Angela von der Stempelfamilie.